Heute sprechen wir mal über die Situation an der Grenze zwischen Polen und Deutschland. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Das kannst du machen, indem du unten rechts auf mein Logo draufklickst. Damit wirst du meine Arbeit wirklich sehr unterstützen und ist für dich selbstverständlich auch kostenlos. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir aber jetzt zum Hauptthema und sprechen mal ein bisschen über die Grenzsituation derzeit zwischen Deutschland und Polen oder zwischen Polen und Deutschland. Ich bin mir sicher, jeder, der sich für das Thema interessiert, wird mit Sicherheit schon ganz viele Berichte dazu gesehen haben im Internet. Ich habe mir auch den ein oder anderen Bericht auch schon angeschaut mit einem schmunzelnden Gesicht, was da manchmal so erzählt wird. Aber ich habe mich dazu entschlossen, auch ein eigenes Video zu diesem Thema zu machen, vielleicht auch ein bisschen meine Ansicht darzustellen, vielleicht auch die Gründe zu nennen, wieso die Situation gerade ist, wie sie ist. Und deswegen würde ich euch auch bitten, dann das Video bis zum Ende sich anzuschauen, damit dann hinterher auch keine Missverständnisse auftauchen. Denn ich bin der Meinung, so die polnische sowie die deutsche Seite, beide Seiten haben in diesen Punkten irgendwie ein bisschen Recht und vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Und genau, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und der Punkt ist derzeit so, dass Grenzkontrollen auf beiden Seiten herrschen. Das heißt, die deutsche Seite, das heißt, wenn du von Polen nach Deutschland fahren möchtest, ist das ja schon seit einigen Monaten so, dass stichprobenartig eine Kontrolle gemacht wird bei Personen, die eventuell verdächtig aussehen. Und mittlerweile ist das auch in Polen so. Das heißt, ab dem 7.7.2025 sieht das genauso aus, dass die polnische Seite sich jetzt auch unter Druck, werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, unter Druck jetzt auch Grenzkontrollen eingeführt hat. Eine Grenzkontrolle sieht jetzt wirklich nicht so aus wie vor 35 Jahren, dass irgendwie wirklich Person für Person kontrolliert wird, jedes Auto aufgemacht wird und so weiter und so fort. Das ist mehr eigentlich so eine sporadische Aktion. Das heißt, die gucken, wer sieht verdächtig aus. Hast du zum Beispiel ein Auto, einen Transporter mit getönten Scheiben, halten die dich an, gucken einmal im Kofferraum rein, was du da hast, werden dich vielleicht auch fragen, was du hier suchst und so weiter. Und dann kannst du ganz normal durch. Also ich sag mal so, wenn du nichts zu verbergen hast, brauchst du dir auch keine Gedanken machen. Es ist bisher auch nicht irgendwie zu wirklich ganz langen Staus gekommen. Kann natürlich passieren, wenn die LKWs wieder anfangen zu fahren, zum Beispiel auf dem Montag, weil ja übers Wochenende Fahrverbot. Wenn es jetzt auch um den Raum Schengen geht, weil das ist ja auch immer ein großes Thema, Schengen hat keine Grenzen und so weiter und so fort. Im Schengen-Raum dürfen Grenzkontrollen gemacht werden. Also das ist wirklich so, bis zu 2 Jahre kann ein Staat sagen, okay, aus gewissen Gründen, also wenn diese Gründe berechtigt sind, haben die das Recht darauf, bis zu 2 Jahre eine Grenzkontrolle durchzuführen. Also das ist auch wirklich alles im legalen Bereich von der deutschen sowie auch von der polnischen Seite mittlerweile. Wieso ist das jetzt alles zustande gekommen? Und zwar schiebt Deutschland illegale Migranten von Deutschland nach Polen rüber, mit der Aussage aber auch zugleich, das sind aber nicht unsere Migranten, das sind Migranten, die versuchen von Polen nach Deutschland zu kommen. Deutschland fängt die ab und schmeißt sie wieder zurück nach Polen. Die polnische Regierung derzeit hat das, oder noch bis, sage ich mal, bis vor den 7.7.2025 hat die Migranten aufgenommen mit dem Gedanken auch dabei und gesagt, ja, okay, wir glauben euch jetzt einfach mal, dass das die Migranten aus Polen sind, die illegal nach Deutschland möchten und ja, wir nehmen die jetzt einfach mal auf und sagen Danke dabei oder was auch immer. Ne? Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dagegen haben sich jetzt natürlich in Polen die Oppositionsparteien und auch Bürger dagegen gestellt und haben gesagt, nee, wir wollen das nicht, wir mögen das nicht, das ist nicht richtig. Warum sollen wir Migranten aus Deutschland aufnehmen? Das entspricht nicht der Wahrheit, dass das alles Migranten aus Polen sind, die nach Deutschland möchten. Und ich vermute, hier hat jede Seite ein bisschen recht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Migranten von Polen nach Deutschland rüberkommen. Ich werde auch gleich tiefer darauf eingehen, warum ich das denke. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wenn Migranten versuchen, von Polen nach Deutschland rüber zu gehen, dass Deutschland diese zurückschmeißt und auch vielleicht noch den einen oder anderen mit dazu packt einfach. Ne? Warum? Ja,
Polen kann das auf eine Art nicht kontrollieren, weil, muss man da ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit, die auch, wenn es jetzt um Grenzkontrollen geht, zumindest an den Ostgrenzen, sehr geschludert haben. Ne? Und deswegen gibt es auch keine Zahlen, keine Statistiken. Man weiß eigentlich gar nicht, wie viele Illegale sind rübergekommen, wie viele Illegale sind wirklich von Polen nach Deutschland gekommen. In Polen muss man sagen, sind die da ein bisschen locker damit umgegangen. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Und zwar gibt es ja an den Ostgrenzen, das heißt zwischen Weißrussland und Polen und zwischen Ukraine und Polen, Ukraine und Polen jetzt weniger die Probleme, aber mehr die Probleme zwischen Weißrussland und Polen. Das ist ja auch ein Thema, was schon länger offen ist. Ich glaube, seit 2021 versuchen immer illegale Migranten die Grenze zu überschreiten, was mittlerweile auch schon ein bisschen besser unter Kontrolle ist, aber man muss sagen, dass gerade auch diese Grenze sehr lückenhaft ist. Und laut polnischer Regierung muss man auch sagen, dass sie jetzt selber bestätigt haben, dass in der Zwischenzeit versucht wurde, 30.000 Mal die Grenze illegal zu überschreiten. Das heißt, die haben 30.000 Menschen gefasst, die versucht haben, illegal die Grenze zu überschreiten. Ne? Und sagen wir mal, wie es ist, da wird auch mit Sicherheit der ein oder andere Illegale durchgekommen sein zwischen dieser Grenze. Also wenn die schon 30.000 gefasst haben, man muss sagen, die Grenze, die ist sehr lückenhaft. Das ist keine Grenze, die wirklich komplett stabil ist, dass es unmöglich ist, da durchzukommen. Es ist möglich, da durchzukommen auf verschiedene Art und Weise. Und deswegen muss man sagen, dass wir hier einen Punkt haben, wo die Menschen wirklich auch durchkommen. Die andere Grenze zwischen Ukraine und Polen finde ich ehrlich gesagt persönlich ein bisschen schlimmer, weil die ist ja im Prinzip offen. Und seit dem Krieg zwischen Russland und Ukraine hat, ich sage das jetzt einfach mal so, Polen einen ähnlichen Fehler gemacht. Ich sage nicht genau den gleichen, aber einen ähnlichen Fehler gemacht, wie zum Beispiel Deutschland 2015. Die haben im Prinzip alles aufgenommen, was die Grenze überschreitet. Also Polen hat zum Beginn des Krieges, wo man aber auch sagen muss, dass Polen an dieser Stelle auch den Ukrainern am meisten humanitäre Unterstützung gegeben hat. Polen hat da die Grenzen komplett aufgemacht und da war sogar, ich weiß nicht, ob das bis heute noch ist, aber so eine Regelung, dass sogar ohne Visa die Ukrainer rüberkommen können. Und nur am ersten Tag, laut den Berichten, die ich im Internet gelesen habe, nur am ersten Tag haben schon 500.000 Menschen die Grenze überschritten. Und bis Standpunkt heute ungefähr 15 Millionen Menschen. Also von der Ukraine nach Polen am ersten Tag ungefähr 500.000, also am ersten Tag des Krieges. Und bis heute circa 15 Millionen Menschen. Und da muss man jetzt auch mal sich mal so überlegen, 15 Millionen Menschen innerhalb von 3,5 Jahre circa, geht ja jetzt schon der Krieg. Und da muss man jetzt auch sagen, rechnet euch das einfach mal aus, wie viele Menschen durchschnittlich täglich die Grenze überschreiten. Täglich. Ne? Und dass dann dort der ein oder andere Illegale auch durchkommt, problemlos wirklich durchkommt, weil die Grenzen ja offen sind. Man hat da keine großen Kontrollen. Wirklich, die Grenzen, die waren sperrenweit offen. Deswegen sage ich ja ähnlich, wie es 2015 in Deutschland war. Dann braucht man sich nicht wundern, dass dann der ein oder andere Illegale auch durchgekommen ist. Schleuserbanden haben hier natürlich auch großes Business da gesehen, illegale Menschen rüber zu transportieren. Und sagen wir jetzt auch mal, wie es ist. Ne? Die meisten Menschen, die illegal aus Afrika oder aus dem Nahen Osten oder Asien nach Europa rüberkommen, das heißt über die Grenze zur Ukraine oder über die Grenze von Weißrussland nach Polen, werden mit Sicherheit nach Deutschland bzw. mehr in den westlichen Raum wollen. Warum? Weil es dort einfach mehr Sozialleistungen gibt. In Polen sind die Sozialleistungen sehr niedrig, da müssen die Menschen dann arbeiten gehen. Und warum sollen die in Polen arbeiten gehen, wenn die ein paar Kilometer weiter in Deutschland das Geld umsonst kriegen? Hier vielleicht noch mal so ein paar Zahlen nebenbei. Geflüchtete Ukrainer, die in Deutschland leben, sind 70% nicht am Arbeiten und leben vom Bürgergeld. In Polen ist das umgekehrt. Ukrainer, die von Ukraine nach Polen geflüchtet sind, sind ca. 70% am Arbeiten. Nur mal so die Zahlen zum Vergleich. Deswegen kann man sich dann auch sehr gut vorstellen, dass sehr viele Ukrainer lieber nach Deutschland wollen wie nach Polen. Man muss auch sagen, viele sind schon wieder zurückgegangen. Aber um das jetzt einfach nur mal so festzuhalten, die Grenze zwischen Ukraine und Polen und Weißrussland und Polen, die ist einfach lückenhaft und es ist durchaus mit sehr großer Wahrscheinlichkeit möglich, dass hier auch illegale Migranten durchgekommen sind. So, was ist jetzt daraus entstanden? Wie ich schon gerade gesagt habe, sind Oppositionsparteien, die jetzt dagegen kämpfen, die sagen, okay, jetzt hat Deutschland die illegalen Migranten und will die zu uns rüberschicken, die angeblich von Polen nach Deutschland wollen. Und jetzt haben sich auch Bürgerorganisationen gesammelt, ne, und sagen so, wir machen jetzt eine Bürgerpatrouille und wir beschützen jetzt unsere Grenzen, weil wir einfach Angst haben um unser Land, wir haben Angst um unsere Familie, wir haben Angst um unsere Kinder, vielleicht auch haben wir Angst um unsere Existenz und wir stellen uns jetzt hier hin an der Grenze und wir machen jetzt eine
darf man sagen Kontrolle? Ich weiß nicht, weil dann bewegen wir uns jetzt schon in der gesetzlichen Grauzone. Aber wir prüfen einfach mal, so sage ich mal so, wir prüfen jetzt einfach mal, wer die Grenze überschreiten möchte. Und das sah dann im Prinzip wirklich so aus, dass dann dort die Menschen wirklich standen von der Bürgerpatrouille, also von der polnischen Bürgerpatrouille und gesagt haben, so, du willst hier rüber, wer bist du eigentlich, was willst du hier, dürfen wir deinen Ausweis sehen? Und wenn da irgendwie Verdachtsfälle waren, haben die dann auch den Grenzschutz angerufen oder die Polizei und gesagt, hier, schaut mal, wir haben hier Verdächtige, die illegal die Grenze überschreiten möchten. An sich finde ich, ist das ja eine gute Sache. Ich werde gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, deswegen nochmal hier bis zum Ende schauen. Im Prinzip ist das ja eine gute Sache, dass sich hier die Menschen organisieren und sagen, so, wir nehmen das alles jetzt selber in die Hand, weil die Regierung am Schlafen ist. Ne? Ich finde, da kann sich auch Deutschland vielleicht eine Scheibe davon abschauen. Problematisch ist das nur, wir gehen hier so leicht in eine Richtung Selbstjustiz und man darf das jetzt auch nicht irgendwie verstecken oder auch nicht verheimlichen, dass da auch vielleicht der ein oder andere Extremist dazwischen ist, der natürlich die Situation ausnutzt und seine Wut dabei rauslässt. Man sieht ja auch Videos im Internet, wie zum Beispiel maskierte Hooligans an der Grenze stehen und die sagen selber, so, wir wollen dieses Dreckspack nicht, wir wollen diese Pseudo-Ingenieure nicht und wir stehen hier und beschützen unsere Grenze. Und wenn dann dort irgendwie 20 maskierte Glatzköpfe stehen, so sage ich das mal, Hooligans stehen und so eine Aussage machen und dann da breit ohne Hemd, ohne T-Shirt da stehen und solche Aufnahmen machen, naja, das ist nicht sehr ganz vertrauenswürdig. Ne? Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir gehen dann hier schon in eine Richtung Selbstjustiz und das zeigt eine Gewaltbereitschaft einfach, ne? Was natürlich dann auch wieder negativ sich auswirkt. Deswegen hier nochmal, es ist gut, dass solche Organisationen entstehen, die sagen, okay, wir wollen unsere Bürger schützen. Schlecht ist es aber, dass solche Organisationen entstehen, weil die Regierung am Schlafen ist, weil das ist eigentlich ein Job der Regierung. Die Regierung hat extra normalerweise Grenzschützer, die dafür bezahlt werden, die vom Staat bezahlt werden, vom Steuerzahler bezahlt werden, die haben Polizisten, die vom Steuerzahler bezahlt werden, die normalerweise an der Grenze stehen sollen und gucken sollen, okay, wer bist du? Du willst hier rüberkommen, ich mache jetzt die Kontrolle. Nur unter Druck der Masse haben sich jetzt die Regierung zusammengerissen und gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen, bevor es ausartet. Ne? Weil wie gesagt, das ist irgendwie so eine Art bisschen Selbstjustiz. Bisher, zumindest habe ich nichts persönlich mitbekommen, dass es hier irgendwie zu extremen Gewalttaten kam. Zum Glück ist das auch so, aber ich sag mal so, der Weg dazu ist nicht weit. Ne? Also die Lunte, die ist ganz, ganz, ganz kurz, weil die Menschen, die sind natürlich auch ein bisschen aufgeregt und die sind natürlich auch besorgt, nicht nur an der Grenze, überhaupt auch in ganz Polen finden mittlerweile auch Demonstrationen statt und vielleicht jetzt hier noch so eine kleine Information zum Thema Łódź. Wer sich hier vielleicht ein bisschen mit Fußball auskennt, hier gibt es zwei Fußballvereine, Widzew Łódź und ŁKS Łódź und das sind beides Vereine, die sich wirklich auf den Tod hassen. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen in Deutschland wie Dortmund und Schalke, nur hier in Polen ist das noch alles um einiges extremer. Also Fußballfans wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Und selbst die beiden haben sich jetzt zusammengetan und sich organisiert und gehen gemeinsam auf der Straße gegen die illegale Migration. Und das ist schon ein Zeichen, das hat schon was zu heißen, wenn wirklich Todfeinde, sage ich mal, sich zusammentun und einfach dagegen zu kämpfen. Die Regierung ist sehr stark unter Druck. Ich bin auch fest davon überzeugt eigentlich, dass sie abgewählt wird, weil die sich an ihre Sachen nicht hält, wie die es am Anfang versprochen haben. Das ist ein komplett anderes Thema. Aber wir sehen einfach, wie hier derzeit die Situation an der Grenze ist und überhaupt in ganz Polen derzeit die Situation ist. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Was sagst du dazu? Findest du das gut, was Polen macht, dass die Bürger sich da jetzt irgendwie ein bisschen zusammenreißen und organisieren, um gegen illegale Migration zu kämpfen? Oder sagst du, das ist ein bisschen übertrieben? Wie findest du überhaupt auch die Theorie? Bist du auch der Meinung, dass Deutschland wirklich illegale Migranten, die gar nichts mit Polen zu tun hatten, rüberschmeißen möchte? Oder bist du der Meinung, dass es vielleicht wirklich nur Migranten aus Polen sind und Deutschland alles richtig macht? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Wenn du mir aber einen Kommentar hinterlässt, bleib bitte sachlich und vernünftig, denn sonst löscht YouTube die Kommentare. Ich sage das nur schon mal von vornherein. Ich bin nicht derjenige, der die Kommentare löscht. Das heißt, wenn ein Kommentar gelöscht wird, bitte nicht mich attackieren, was sehr oft die Leute machen. Überlegt doch vielleicht einfach mal, was ihr selber schreibt und schaut mal, ob das eventuell den YouTube-Richtlinien entspricht. Wenn nicht, dann könnt ihr
euch ja auch denken, warum eure Kommentare nicht ausgestrahlt werden. Ansonsten kannst du dich auch so gerne mit mir in Verbindung setzen, falls du Videothemen hast, worüber ich mal sprechen sollte. Kannst mich sehr gerne über Instagram kontaktieren. Mein Instagram-Name wird jetzt hier irgendwo aufleuchten. Kannst mich auch sehr gerne per E-Mail anschreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du auf der YouTube-Startseite oder auch auf Instagram. Also du kannst mich auf jeden Fall kontaktieren und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!